ja, nicht jede Prophezeiung, die es mal gab, muss genauso kommen. Weil eben die Zukunft ja meistens gar nicht in Stein gemeißelt ist. Ja, danke schön, Christina. Ähm, Es gibt ja nicht nur ganz viele unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Zukunftsvorhersagen, Zukunftsvisionen, Zukunftsvermutungen. Die gibt es ja auch über das, was jetzt passiert. Und ich habe so den Eindruck, in den letzten Jahren ist es immer mehr so, ähm, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, ob irgendetwas von dem stimmt, was wir gerade zu sehen bekommen, zu hören bekommen, und zwar weder von der einen noch von der anderen Seite. Wie siehst du das? Kann man noch irgendwas glauben? Ähm, Das kann ich ja so nicht sagen, weil ich kenne mich mit Nachrichtenkanälen nicht aus. Ich finde halt, egal wo man Nachrichten schaut, es sollte ja immer so sein, ähm, also zum einen, dass man auf sein Gefühl hört und zum anderen, wenn man sich wirklich für ein Thema interessiert und wissen will, was da dran ist, dass man nie nur einen Kanal anschaut. Also, dass man immer verschiedene Seiten anschaut, weil es gibt ja die wenigsten Kanäle, die wirklich auf einmal alle Seiten bringen. Hier ist zum Beispiel eine Frage, die jemand geschickt hat, der auch zum ersten Mal mit dabei ist heute. Hallo Thorsten, hier kommt deine Frage oder deine Fragen, die gehen jetzt in dieses Thema rein. Viele dunkle Projekte werden immer konkreter, also zum Beispiel die Überwachung, Zensur, Steuerung und Diskriminierung von Menschen und digitale ID und so. Ähm, Da fragt Thorsten, ob es Sinn macht, sich auf diese Szenarien vorbereiten, wie dass man auswandert, dass man sich mit Vorräten eindeckt, dass man sein Vermögen sichert, oder ob es einfach, ob man, weil ja sowieso alles gut kommt, wie du ja weißt, Christina, und ähm, ob man das ja dann einfach so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen kann. Wie siehst du das? Also, das sind ja etwa 3 Fragen. Ähm, also, das eine ist ja, dass man halt einfach nicht weiß, wie die Dinge irgendwie in 1, 2 Jahren sind, weil wir wissen ja nur schon nicht, ob die Entwicklung, die wir jetzt haben, ob die ähm, einfach so weitergeht oder ob irgendwie was kommt, was ganz Neues mit reinbringt und dann alles ganz neu mischt. Und die meisten Menschen, die schauen sich einfach die Welt an und denken, ja, das geht jetzt genauso immer weiter und weiter. Aber genau genommen wissen wir das ja nicht. Ich meine, wenn man die Länder anschaut, dann sieht man ja, dass auch je nachdem, welches Land, die Länder sich ganz verschieden verhalten. Und ich finde es sicher immer klug, wenn man sich zumindest mit dem, was man kann, irgendwie vorbereitet. Also ich glaube, es ist wie eigentlich immer im Leben. Es geht darum, dass wir selber das tun, was wir können und in unserer Möglichkeit steht, von dem, wo wir denken, es ist das Beste für uns. Und der Rest ist einfach, dass wir ja geführt sind. Ja, danke, liebe Christina. Und hier kommt noch der letzte Teil von der Frage von Thorsten. Wir haben ja vor ein paar Jahren alle erlebt, was da so los war. Und da könnte ja wieder sowas in der Art auch nochmal auf uns zukommen. Und ob man dann einfach mit Energiearbeit solche schädlichen Substanzen aus dem Körper bringen kann oder wie du das siehst. Ähm, Das weiß ich nicht, da habe ich zu wenig Erfahrung. Es gibt sicher die Möglichkeit, dass man energetisch was tun kann, aber ob das alleine reicht, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch Leute,
die auf physischer Ebene Ideen haben. Und ich würde da wie auf mehreren Ebenen gleichzeitig schauen. Und hier ist noch eine gehobene Hand. Christina, wie immer, ich konnte mich jetzt nur kurz zuschalten, weil ich auf so einer Veranstaltung bin, aber ich wollte es trotzdem nicht verpassen heute. Ich weiß nicht, ob du schon was gesagt hast, was du im Moment vielleicht so siehst, die aktuelle Lage, speziell Deutschland. Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse, die mir noch entgangen sind? Bitte, 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 bitte. Nein, ich kann dir leider keine neuen Erkenntnisse geben. Nein. Und diese ganze Ja, also- Kriegsgeschichte, was hältst du von diesem Schauspiel? Kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen? Oder ist das auch wieder irgendwas, was man am besten einfach ignoriert? Naja, ich denke mir halt, es ist wie bei jedem Krieg. Es gibt die offiziellen Gründe, warum es einen gibt. Aber ich gehe davon aus, dass es sicher inoffiziell irgendwas ganz anderes gibt, um was es da geht. Was man Ja, halt einfach sehe ich nicht auch so. sagt. Mhm. Das ist ja meistens so und das ist mit Sicherheit jetzt auch so. Ich weiß jetzt den genauen Grund da nicht und wahrscheinlich sind es sogar mehrere. Aber ich denke, um was es da wirklich geht, ist sicher was ganz anderes als das, was wir halt da sehen. Letztes Mal hatten wir ja die Geschichte mit den Aliens besprochen, dass ich dir gesagt habe, dass ich hoffe, dass das alles kommt, Ende 26, Anfang 27. Hast du das Gefühl, das wird etwas bestimmter oder die Sichtungen werden mehr oder sowas? Das kann ich dir so nicht sagen. Ich bin ja nicht informiert, wie viele UFO-Sichtungen es da so tagtäglich gibt auf der Welt. Warum jetzt? Aber ich habe einfach von dem, was ich so aus dem Bereich höre, schon den Eindruck, dass es wirklich Gruppen gibt, die also die auch positiv sind und die schon wollen, dass irgendwie in den nächsten paar Jahren, dass es da diesen Kontakt gibt. Das ist für mich schon ziemlich offensichtlich. Und dass es sogar eine Möglichkeit gibt, dass es dieses Jahr oder nächstes Jahr ist. Und weißt du, ich für mich denke mir immer, wenn das passiert und also der reale Kontakt mit den uns gut gesinnten Außerirdischen, dann freue ich mich und dann lebe ich weiter wie bisher. Jemand möchte gerade noch wissen, was ist Bluebeam? Also es gibt ja ganz viele so, ich weiß nicht, ob man geheime Projekte sagen kann, weil eigentlich weiß man ja, dass es die gibt. Aber ich sag mal Projekte, die halt offiziell trotzdem nicht existieren. Und wo es halt auch darum geht, dass man von Außerirdischen wie so ein Hologramm oder eine Illusion erzeugt, dass die irgendwie eine Bedrohung für die Erde seien. Ja, vielen Dank. Hier ist eine Frage, ob es so ist, dass Gott sich durch uns erlebt, also dass unser Leben quasi in die Erfahrungen, in Gottes Erfahrungen mit einfließen. Ja, also die Quelle lernt wie auch durch uns mit, weil auf unserer seelischen Ebene kommen wir ja ursprünglich aus der Quelle und alle Erfahrungen, die wir machen, die wird ja in unserer seelischen Ebene gespeichert. Und somit lernt auch wie die Quelle mit. Wie machst du das denn? Also wenn du an dein höheres Selbst denkst oder wenn du an die Quelle denkst, ja, fühlst du das dann gleichzeitig in dir und um dich herum oder bist du dann gleich irgendwo im All oder ja,
Bekommst du ein Mhm. Bild oder? Also, also ich gehe eigentlich über die Verbindung, die ich in meinem Körper spüre. Und dann fühlt sich das für mich überhaupt nicht mehr so an, als könnte ich das irgendwo an einem Ort festmachen. Also das ist für mich außerhalb von einem Raumgefühl. Das gibt es da bei mir gar nicht. Das finde ich total spannend, weil ich weiß, dass du mal gesagt hast, wenn dich jemand fragt, ja, was bist du denn? Ähm, magst du das nochmal sagen? Du hast es mir mal gesagt, ich finde es so schön. Mhm. Ja, dann habe ich einfach so das Bild vom Universum, wo halt die Planeten und die ähm, Sterne drin sind. Du hast früher, das kann ich mich erinnern, in den ersten Seminaren, die du gegeben hast, vor 8 Jahren, hast du oft so ein Schaubild gezeigt über die Zeitlinien und dass am Schluss alle Zeitlinien in eine einzige einmünden. Könntest du Mhm. darüber noch was sagen? Ja, also ganz, ganz früher, da gab es ja wie verschiedene Möglichkeiten, wie das mit der Erde in Zukunft überhaupt, also aus dem entsteht. Weil da gab es ja auch Möglichkeiten, die nicht so positiv wären für die Erde und für die Lebewesen auf ihr. Aber mittlerweile hat sich das ja geändert und eigentlich, also wenn man das jetzt energetisch anschaut, dass die Erde in eine gute Zukunft geht und befreit ist von diesen Manipulationen. Der Weg dahin kann einfach verschieden sein. Aber dass man da hinkommt, das ist wie fest. Und das war ja früher nicht immer so gewesen. Es kam gerade noch die Frage hier im Chat, was denn der Unterschied zwischen der Seele und dem höheren Selbst sei. Also das höhere Selbst ist der Teil von uns, der in der geistigen Welt ist, also der nicht inkarniert ist. Weil wenn wir hier auf der Erde sind, dann inkarnieren wir ja nicht vollständig, sondern es geht ja nur ein Teil von unserer Seele. Und der Teil von unserer Seele, der dann in der geistigen Heimat bleibt, das ist das höhere Selbst. Und wenn wir nicht inkarniert sind und nur in der geistigen Welt sind, dann gibt es ja diesen Unterschied gar nicht. Also dann sind wir einfach so eins. Und wenn wir hier inkarniert sind, dann haben wir wie verschiedene Bewusstseinsebenen. Danke. Im Chat taucht gerade die Frage auf, was ist denn am Menschsein überhaupt positiv? Was sagst du dazu? Naja, wir haben ja einen physischen Körper und damit können wir so auf der Erde rumlaufen. Und wir haben ja, also wenn wir in der geistigen Welt sind, dann haben wir das ja nicht. Und dann sind wir immer, wir wissen, dass wir mit allem verbunden sind. Und hier auf der Erde lernen wir das ja erst wieder. Aber dadurch können wir ganz andere Erfahrungen machen und andere Dinge lernen. Und ja, wir haben hier auf der Erde, wir haben, ich meine, das ganze Klima und die Natur und alles, was wir irgendwie wahrnehmen mit unseren physischen Sinnen, das haben wir zwar hier, aber das haben wir ja nicht in der geistigen Welt. Wir gehen zur letzten Frage für heute.
Und zwar kommt diese wunderschöne Frage von einer 9-Jährigen und sie fragt, wie entstehen Engel? Christina. Nö. Ja. Also für mich sind Engel ja Lichtwesen und die kommen ja ursprünglich auch aus der Quelle, also auch aus der Einheit und sind halt auf höheren Ebenen als wir. Und darum nehmen sie wir sie auch speziell wahr. Und also Lichtwesen sagt man ja auch, weil der Körper wie aus Licht besteht. Und wir als Seele, wir bestehen auch aus Licht. Also wir sind ja auch wie Lichtwesen. Und wenn man eine Seele sieht, dann kann sie sich ja auf verschiedene Arten zeigen. Aber wenn sie sich in ihrem Lichtkörper zeigt, dann besteht sie wirklich auch aus reinem Licht.